Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3 Remastered. Ja, ich habe jetzt endlich mal das Let's Play hier angefangen und das Spiel treibt mich schon am Anfang in den Wahnsinn mit den Optionen. Ich versuche natürlich qualvoll die Untertitel auszuschalten und was macht das Spiel? Es schaltet es halt einfach wieder ein. Du schaltest die Bewegungsunschärfe aus, das Spiel schaltet es halt einfach wieder ein. Na gut.
Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Interessant, was da mal für Sprünge drin sind. Ich glaube, wir sind da. Ich frage mich, woher der das weiß. Ups. Aha, so geht das. Wie kann man schnell rennen? So. Ist das was? Ja, wenn, dann wird es mal nicht verraten. Ups. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn, Sir? Das schon wieder. Desmond? kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know that. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Okay. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Welche Objekte? So.
Ja, mal gucken, wo es weitergeht hier, oder? Und drüben. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Und wenn du runterfliegst und den Hals brichst, macht's auch nichts. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Wie kann ich... Hier musst du nur über den Abgrund springen. Ja, klar. Nur. Das wird hier mir nicht, aber ja. Halten A. Was ist jetzt falsch? Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Gott, für das Ansehen. Wollen wir das? Okay, wir sind Sequenz 1. Das haben wir 100% ausgeführt. Und wir müssen das Zielperson eliminieren. Okay. Aber Rennen geht jetzt nicht mehr. Sir. Sir. Alles in Ordnung, Sir? Klar. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Mission starten, das tun wir doch mal. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Da guckst du, wa? Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Einen Sitzplatz finden. Ja, schnell sein. Dass sich so eine fette Kuh auf meinen Platz setzt. Wehe. Lass mich raten, wir müssen da lang. Hier entlang bitte. Was? Oh, verzeiht bitte. Entschuldigung, Polizeifuß. Jetzt einen abcovern. Abend, Nathan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Du hast zwar nicht wen, aber... So, warten wir. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Sir, Black Ball at second word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Okay.
Entschuldigt vielmals. Oh, verzeiht bitte. Plötzlich ist er aus Maulkorb. Also irgendwie haben wir ja die Leiter da im Visier gehabt. Kann ich da noch weiter? Oder? Da lang irgendwie? Nee. Was will ich mir? Da wenn jetzt einer guckt, dann sieht er mich doch. Nehmen wir an, nicht so sehr hoch. Weiter. Okay. Ein Weg hinter die Bühne finden, Schloss knacken. Oh Gott. Was im Kreis drehen? Entspannt. Was soll ich machen? Den richtigen Winkel finden, dann den Haken in Position. Was für ein Haken? Ach, den da. Alter, ist das kompliziert. Ich hoffe, das muss ich nicht aufmachen. Ups. Ups. Allah. Nix gut, diese. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Ein bisschen Alkohol für deine warme Allah. Ich glaube, der hat auch nichts auf. Jeremy hat heute einen wirklich guten Abend. Er ist ein Juwel. Jetzt gibt es hier keine optionalen Aufgaben, oder? Ich glaube, das sind jetzt auch nicht so wichtig für mich. Hey, Ethan. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Falls es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Der Klubschau. Das war unser erster Kill. Kein Erfolg. Der Rand an der Bühnenseite! Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat den Mord begangen! Der Mann dort! Ergreift ihn! Oberen Rang getötet. Welcher Mann? Herrje! Aber ich habe nichts getan, ich schwöre. Verzeiht bitte, Mary Strenge. Bitte, jemand, der aus dieser Hause kommt. Na, Mach doch Ruhe! Da bin ich gespannt, ob wir rauskommen hier. Ruhe! So bewahrt es doch aus dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Ich bleibe, wo es sicher ist. Welche Männer?
Herrschaften, kein Grund zur Sorge. Los, Ach, schnell gehen geht auch. Achse. Das macht aber nicht viel Unterschied, oder? Wohin wollt ihr? Nach Hause. Ich will hier raus. Ich auch. Suche hier entlang. Such du da unten. Verstanden. Wenn du jemanden findest, ruf mich. Ich verpiss dich doch, oder was? Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, Was sagen Ihre Berechnungen? der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre. Okay, bis jetzt noch easy. Ja, da gibt es nicht immer volle Synchronisation. Brauchen wir uns alle angucken, oder? Atlantischer Ozean, Tag 2. Etwas frische Luft wird gut tun. Und da kommt wohl zu wenig durch das Fenster hier, oder was? Wir haben das Adlerauge machen, ob ich hier was entdecke, aber ich glaube nicht. Das ist alles noch vorgeblängelt. Bau da mal da sowas einfach. Dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier.
Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaßvogel, was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht, Graves. Halt dich da raus! Da wird sich prügeln? Ehrlich? Wie geht denn das? Warte mal. Wie gedrückt halten. Nix. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns Zur sieht... Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? So, jetzt. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht? Also ich kann hier Konter mit B, ne? Normalangriff. Gebt ihr auf? Niemals! Wie Okay. gefällt euch das jetzt? Macht ein wenig auf Link. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Das ist auch immer von schon gedacht. Auf Die ein Arbeit Wort nix. bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Da wäre fast der C abgewesen. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich, welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Kuss in der Hose, ja? Mr. Kenway. Captain? Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay, was wollen wir dagegen machen? Die Mannschaft befragen. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt. Ich weiß, dass es nötig ist. Hier nur Büttenfisch und Zwieback kriegen. Ich habe Frau und 2 Töchter. Was, wenn es schief geht? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht.
Hat immer seinen Hut auf. Okay. Und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu bespitzen. Der ist dahinter. Da kommt er. Tut, als würdet ihr arbeiten. Was? Tut so, als würde die arbeiten. Ich kann doch da wenig schnell, ne? Das ist der Koch. Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Das war nicht der, den wir schon gefragt haben, oder? Nee. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hatham Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir. Aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Okay. Oben, oder? Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Ja, früher haben wir das gemacht zum Verfolgen. Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Er hat die Gesicht. Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet mit solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfest und Zwieback kriegen. Damit kann man ein Schiff schön folgen. Seltsam. Äußerst seltsam. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern.
Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck. Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt? Eine Kanone lädt? Eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen? Was denn gleich Arsch zu mir sagen? Sichert die Luke! Hey, Voll. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. War merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Okay, kriegen wir doch hin, oder? Du Arsch. X dann ab. X, komm. Also in einem anderen Assassin's Creed Spiel ist er noch schon erstochen, Alter. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Wir müssen die Tower sichern! Ich sagte, dass es wahnsinnig ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Wieso wir? Oder? Ja, wir müssen mal noch sichern. Irgendwas ist da gerade gerissen, oder? Wir brauchen mehr Fahrt! Gebt mehr Segel! Latham, ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Was für Dings soll ich nehmen? Wie komme ich da hoch? Da, oder?
Seh nichts. Also das mit dem Blitz beim Scheißen treffen kommt fast hin. Beeilt euch! Ich kann nicht mehr lange! Ja, dann lass halt los. Beeilt euch! Ich kann nicht mehr lange! Oh, danke, Vater! Oh, glaubt ihr, wir haben Probleme? Was hat der da? Gold oder was? Zeitlimit für die Rettung von James? Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ich bin doch kein Seemann, Mann. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Reise in die neue Welt. Mal schauen. Nochmal komplett. Neue E-Mail erhalten. Den Animus verlassen, um sie zu lesen. Klar, warum? Ich bin froh, dass wir so weit jetzt gekommen sind. Oh, wir sind schon bei Sequenz 2 im Boston. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlädt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Also. Ja, heraus damit. Vergebt mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Hallo, Sir. Hallo. Ja, Schwein geerbt. Nix nochmal. Ups. Dieb! Haltet den Dieb! Ich habe mir als gerade gedacht, kann ich mir da vielleicht so einen Apfel krabben?
Hey, da rennt mich fast unter den Fass. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Alles klar. Ja, wenn er halt mal im Weg steht, dann steht er im Weg, ne? Also wir müssen hier was besorgen. Also muss ich da rüber. Ja, Komm damit zurück, du Schurke! Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Hatham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht ihr, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Alles klar. Nun, das war interessant. Aber ich glaube, das ist es nicht, was wir hier machen sollen oder wollen. Wir müssen darüber und da ist auch noch was. Was ist das mit dir, junger Freund? Was kann ich mit dir machen? Nix. Die Tür öffnen. Das ist schon gut. Schön euch zu sehen, mein Herr. Ich habe keine Gegenstände. Was kann ich denn kaufen hier? Normale Waffen? Oh, ich habe sogar Geld. Normales Schwert, das kann ich auf jeden Fall schon mal kaufen. Ja. Keine Ahnung, ob ich es noch ausrüsten kann oder sowas. Nehmen wir mal mit. Geschäft verlassen. Und Ausrüstungen. Ja, wie macht man das? Hier nicht, ne? Okay, wie kann ich da... Nee, das ist nicht das, was ich wollte hier. Hey, wie kann ich das... Ja, mal raus. Das wird dann ein Versorgung. Hinten und das Waffenrad. Ah, schau. Versteckte Klinge ist gut. Normales Schwert. Ja, da habe ich bloß das da. Zuweisen. Nach oben. Alles klar. Gerät. Das Gerät. Können wir das so lassen? Ja, da ist das, oder? Alles klar. Jetzt noch folgen. Aussitzen. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon in Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Sind die NPCs hier ein bisschen dumm oder sowas?
Der rennt da ins Pferd rein. Was ist hier? Mission beendet. Oder Synchronisation. Oder was erklärt? Gibt es neue Waffen im Geschäft? Da geht es natürlich weiter. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Ist die Frau, muss das Zeug schleppen, oder was? Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Hier lang. Mhm. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Ja, natürlich brechen wir auf, aber das machen wir dann erst mal in der nächsten Folge hier. Und sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.